Aber viele Ausländer, die hier kommen, das habe ich von vielen gehört, nicht nur Deutschen. Sie sind fasziniert mit der Kultur hier in Albanien. Weil wenn man hier kommt, hat man überhaupt keine Erwartung. Und wenn Hm. man so wohnt, versteht, es ist ein Land, das sehr lebendig ist und mit einer sehr schönen Kultur, mit alter Kultur. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Länder, in die man auswandern kann, in die man gehen kann, um dort Geschäfte zu starten. Und heute sprechen wir über ein Land, das vielleicht vielen unserer Zuschauer, Zuhörer, unsere Mandanten nicht als erstes in den Sinn kommen würde, wenn es darum geht, Länder zu nennen, in die man auswandern könnte, um dort zu leben oder ein Business aufzubauen. Es ist ein Land, das sehr gut erreichbar ist, auch mit dem Auto, auch mit dem Flugzeug und mit dem Schiff, aber eben auch mit dem Auto erreichbar. Das ist für viele ganz wichtig. Es liegt am Mittelmeer, hat weiße Strände, kristallklares Wasser. Natur- und Kunstliebhaber kommen auf ihre Kosten. Es verfügt über Öl, Gas, Kohle, ausreichend Wasser. Da müssen wir nachher nochmal sprechen. Und das ist zumindest das, was ich gelernt habe. Man findet sehr gastfreundschaftliche Menschen mit Familienwohnungen. Man erlebt dort noch, das habe ich selbst gesehen, hohen Respekt vor älteren Menschen. Das ist etwas, was man in vielen europäischen Ländern vermisst. Ja, das und vieles mehr. Und es ist schön, dass wir heute einen Spezialisten, einen Kenner des Landes bei uns haben. Ach so, ich muss noch sagen, um welches Land es geht am Ende. Also es geht um Albanien. Albanien so ganz grob, wir haben ja schon über Griechenland gesprochen und wir haben schon über Montenegro gesprochen und Albanien sozusagen zwischen Montenegro und Griechenland. Und wir freuen uns heute als Gast Kristi Vako bei uns zu haben. Er ist Anwalt in Albanien und lieber Kristi Vako, stellen Sie sich doch unseren Zuschauern und Zuhörern mal selbst vor. Vielen Dank für die Einladung, Daniel. Es ist für mich eine Freude, in diesem Interview und in diesem Gespräch mit dir heute teilzunehmen. Wie du gesagt hast, ich bin ein Anwalt in Albanien. Ich habe mein Studium teilweise in Deutschland abgeschlossen, wo ich meine erste Erfahrung gesammelt habe. Da habe ich verschiedene deutsche Kanzleien gearbeitet und vor ein paar Jahren habe ich mich dazu entschieden, zurück nach Albanien zu kehren. In der Zwischenzeit arbeite ich als Head of Office für eine internationale Rechtsanwaltskanzlei in Albanien, Oracle Solicitors. Und wir beraten Mandanten in verschiedenen Rechtsgebieten, inklusive auch Steuerfragen. Wie Sie gesagt, Albanien ist auf jeden Fall ein sehr attraktives Land für ausländische Investitionen. Das Land hat mehrere Millionen Touristen, die jährlich kommen. Wir erwarten dieses Jahr in 2024 die Zahl von 15 Millionen Touristen zu erreichen. Und darüber hinaus auch die Foreign Direct Investment in Albanien steigt stetig. Letztes Jahr war 1,5 Milliarden Euro und wir laut der Prognosen werden haben 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro. Die deutschen Investoren sind auf jeden Fall interessiert für das Land. Es ist ein Land, das sehr gut erreichbar ist, die eine sehr gute Infrastruktur hat, rechtlich und auch also Gassen, es gibt mehrere Hafen, Flughäfen und Business in Albanien zu machen. Es ist einfacher als je früher. Absolut, ja. Also ich bin jetzt vor einigen Monaten, nee, es ist schon wieder fast 10 Monate her ungefähr, fast ein Jahr her, bin ich zweimal nach Albanien eingereist. Einmal per Flugzeug, einmal per Auto. Ich habe das in sehr guter Erinnerung und war sehr schön für mich, weil es gibt ja so einige merkwürdige Gerüchte, wenn man so an Albanien denkt. Und viele haben ja da falsche Vorstellungen oder ja, also eigenartige Vorstellungen. Also zum Beispiel bei vielen, wenn sie so Albanien hören, kommt so Kriminalität, Korruption, vielleicht auch Infrastruktur, eine gewisse Rückständigkeit in den Sinn. Ich persönlich muss sagen, ich habe mich sicher gefühlt. Ich habe also keine Sekunde unsicher gefühlt in dem Land und ich war sehr, sehr positiv
überrascht, vor allem natürlich von der Stadt Tirana, was man da so erlebt hat, auf Flughafenweg, vom Flughafen in die Stadt. Und ich denke, es ist einfach Zeit, mal über Albanien zu sprechen, weil, sagen wir mal, die Situation, aus der so diese Gerüchte über die Unsicherheit und Kriminalität, Korruption und so weiter und so fort entstanden ist, ja viel Zeit vergangen und hat sich viel entwickelt in Albanien. Auch darüber müssen wir heute mal sprechen. Jetzt aus deiner Sicht, du warst ja auch lange Zeit in Deutschland. Gibt es Ja. irgendwas, was du in Albanien aus Deutschland eigentlich vermisst? Du sagst, in Deutschland, das hat mir dort sehr gut gefallen. Eigentlich, es gibt viele Sachen, was ich von Deutschland vermisse. In Deutschland habe ich meine erste Erfahrung gesammelt, habe sehr gut gelernt, wie ein guter Rechtssystem funktionieren kann. Was ich von Deutschland vermisse, ist die Effektivität hinsichtlich Gerichtsschreiben und Korrespondenz mit Gerichten, die Verwaltung. Es gibt auf jeden Fall ein paar bürokratische Prozesse in Deutschland und natürlich auch ein paar Probleme mit der Digitalisierung. Jedoch, ich muss sagen, dass ich war immer ein Fan des deutschen Rechtssystems. Erstens. Und auch von meiner Erfahrung, mir gefällt die deutsche Punktualität. Vielleicht nicht so viel jetzt mehr mit der Deutschen Bahn, jedoch Pünktlichkeit meinst du, ja, genau. in Pünktlichkeit. Aber Pünktlichkeit ist ein Merkmal, die bei den Deutschen sehr tief ist. Das gefällt mir sehr. Deutschland war für Albanien immer ein Vorbild. Ich habe versucht, auch hier in Albanien sozusagen Sachen, die ich in Deutschland gelernt, auch hier zu bringen und die Arbeitskultur, die man in Deutschland hat, auch hier in mein Büro, die ich leite, zu implementieren. Jedoch muss ich sagen, dass ich bin ganz zufrieden, dass ich nach Albanien zurückgekommen bin. Ich habe Albanien für 6 Jahre verlassen und nach 6 Jahren habe ich ein ganz neues Land gefunden. Mit vielen Veränderungen, eine junge Bevölkerung, die sehr ehrgeizig ist, die hungrig ist für die Arbeit und sehr fleißig sind und natürlich auch ein System, der sich verbessert, stets verbessert. Es gibt auf jeden Fall Punkte, die man noch verbessern soll, aber Albanien hat auf jeden Fall viel verändert. Natürlich für viele Ausländer, die Albanien nicht so gut kennen, weil Albanien ist ein kleines Land. Es gibt einige Vorurteile, aber je mehr Leute hier kommen, desto mehr verstehen die Menschen, dass Albanien ist auf jeden Fall ein modernes Land. Absolut. Ja, wo warst du eigentlich in Deutschland, als du die 6 Jahre in Deutschland gelebt hast? Ich habe 5 Jahre in Berlin gelebt und dann Oh, Berlin. ein Jahr habe ich in Nürnberg, in Bayern gelebt. Interessant. Also hast du dir nicht Berliner Dialekt angewöhnt? Nein, leider nicht. Leider nicht. Also schon Das ist interessant. nicht ein guter Dialekt. Jetzt zum Thema Digitalisierung war für mich sehr interessant. Also Albanien hat wie viele Einwohner? So 2,8 Millionen? Irgendwie kann das sein? Oder 2,9 Millionen. 2,9 Millionen schon wieder? Kannst du sehen. 3 Millionen. Ja. Zum Thema Digitalisierung war interessant. Ich habe mal ein bisschen vorher mich informiert und habe gesagt, also man hat irgendwann mal so eine Erhebung gemacht, wie viele aktive Mobilfunkverträge es in Albanien gab. Und habe festgestellt, es gibt mehr Mobiltelefone als Einwohner, also 120% ungefähr. Also es spricht schon doch dafür, dass auf alle Fälle scheinbar eine gute Abdeckung, eine gute Infrastruktur, dass sich an der Infrastruktur einiges getan hat und auch die Menschen, die dort sind, also schon in der digitalen Welt angekommen sind und dort im Vergleich jetzt mit anderen europäischen Ländern mittlerweile sehr, sehr gut mithalten. Das ist das, was man auf alle Fälle feststellt und ich habe es ja selbst vor Ort auch gesehen. Das stimmt. Es gibt einen hohen Grad von Digitalisierung dabei, nicht nur hinsichtlich Telekommunikationssystemen, also Internet, Telefon oder Cellphone, aber auch hinsichtlich der Verwaltung. In Albanien gibt es ein digitales System, heißt e-Albania. Und jede Dienstleistung, was die Regierung anbietet, ist nicht mehr durch persönliche Treffen bei der Verwaltung, sondern wird gemacht durch eine Bewerbung in dieses digitale System wie e-Albania. Sie möchten in der Zukunft das auch für Gerichte bringen und anwenden. Jedoch, das ist momentan noch nicht gemacht. Hoffentlich wird das sehr bald passieren.
Interessant. Jetzt, wie häufig kommt es denn vor, dass jetzt Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz, mit denen hast du ja dann wahrscheinlich auch zu tun, weil du sprichst ja Deutsch, dass da jemand kommt und sagt, ich möchte gerne nach Albanien umziehen, ich will da jetzt wohnen, ich will da leben, ich will da ein Geschäft aufmachen. Kommt das häufig vor oder würdest du dir eher wünschen, dass es noch häufiger vorkäme und du mehr Kunden hättest? Und Eigentlich, dann interessiert mich noch eine zweite Sache. Was sind das so für Leute, die sich für Albanien interessieren, um dahin zu kommen, um da zu wohnen? eigentlich, es gibt Leute auf jeder Schicht, also jeder Beruf, die nach Albanien kommen und insbesondere in Deutschland. Es gibt deutsche Investoren, die in Albanien investieren, insbesondere für verschiedene Bereiche, wie Verkaufen, sie möchten ein Tochterunternehmen in Albanien gründen, aber auch Outsourcing. Outsourcing ist ein sehr lukratives Business für deutsche Unternehmen in Albanien, wegen niedriger Arbeitskosten als in Deutschland, aber auch wegen der Arbeitskraftknappheit in Deutschland. Ja, Sie kann hier Arbeitskräfte finden, die ausgebildet sind, die eine gute Arbeitsdisziplin haben. Wir haben mehr Occasionen gehabt, also mehr Fälle gehabt, wenn deutsche Investoren ein Unternehmen in Albanien gründen und wir die bei der rechtlichen Gründung des Unternehmens helfen. Aber es gibt auch Fälle, wenn wir Individuen hier in Albanien, die ein Haus oder ein Wohnung oder ein Apartment gekauft haben, hier rechtlich unterstützt haben. Meistens werden von deutschen Staatsbürgern Apartments und Wohnungen in der Meeresseite von Albanien gekauft, in Durrës, in Vlora insbesondere, auch in Saranda. Wir haben auch Fälle in Saranda gehabt. Jedoch am meisten die Individuen, also die Staatsbürger, kommen ein Apartment, eine Wohnung zu kaufen. Und von der Business-Seite, es gibt viele Fälle, die wir beraten haben, die ein Tochterunternehmen in Albanien gründen und dann machen ein Outsourcing von Services, zum Beispiel IT-Services oder Backoffice-Services hier von Albanien aus. Es gibt viele Albaner, die sehr gut Deutsch sprechen können. Die Albaner sind dafür bekannt, dass sie viele Fremdsprachen können, Englisch, Italienisch. Aber jetzt die letzten Jahre, ich würde sagen, letzte Jahrzehnten, es gibt mehr und mehr Leute, die Deutsch sprechen, die in der Schule Deutsch studieren oder in Kursen. Das ist sozusagen der Fokus auf zwei Hinsichten. Um Ihre Frage besser zu beantworten, ich denke, es gibt richtig viele deutsche Investoren, die in Albanien investieren und es kann noch mehr sein. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren es wird eine größere Welle geben. Aber wir sind sehr, sehr glücklich mit der Situation momentan. Also auch wir als Business, als eine Anwaltskanzlei. Interessant. Jetzt, wie muss man sich jetzt das Leben in Albanien vorstellen? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, komme jetzt nach Albanien, ich will jetzt dort leben und wohnen, welche Überraschung wird ihn da vielleicht überleben? Was ist da sehr viel anders als in Deutschland? Worauf muss man sich gefasst machen, wenn man da umzieht und in Albanien dann seinen Wohnsitz hat? Als erste Sache man kann nicht erwarten, dass Albanien das gleiche Infrastruktur mit Deutschland hat. Also man muss hier nur mit dem Auto fahren, muss ein Auto besitzen. Gibt es leider kein Tram oder U-Bahn, gutes Bahnsystem. Deshalb das Auto ist das Hauptbewegungsmittel Transportmittel in Albanien. Das ist das Erste. Zweitens, man muss sich daran gewöhnen mit der Bürokratie in Albanien. Es gibt, auch wenn man denkt, dass Albanien ein kleines Land ist, es gibt viele Dokumente, die man jährlich ausführen soll, um compliant mit den Steuern zu bleiben und auch sozusagen, dass es keine Doppelsteuerung gibt zwischen Albanien und Deutschland, wenn jemand hier kommt. Natürlich, als erster Schritt muss man auf jeden Fall ein Visa und dann ein Residence Permit, also bei der Ausländeramt hier in Albanien erwerben und dann gibt es keine andere Überraschung. Wie Sie gesagt haben, die Kriminalität ist sehr, sehr niedrig in Albanien zurzeit. Tirana hat eine niedrige Kriminalität als jede andere Hauptstadt in der Europäischen Union. Das Land entwickelt sich. Viele Leute können Fremdsprachen sprechen, natürlich nicht alle Deutsch, aber solange man Englisch sprechen kann, bereit ist, sozusagen nicht diese
diese konform mit der Transportmittel wie in Deutschland zu haben, gesetzkonform agiert, diese Steuerfragen Mhm. ist das Gleiche. Es gibt keine Knappheit oder irgendwas, was man nicht in Deutschland findet. Verstehe. Jetzt hast du das gerade angesprochen, das Thema Visa und Steuern. Bleiben wir jetzt mal bei den beiden Themen und vielleicht beginnen wir mal mit Residenz und Aufenthaltserlaubnis, also Visa. Wenn jetzt jemand in Albanien wohnen möchte und aus Deutschland, Österreich oder Schweiz kommt, so, welche Möglichkeiten hat er denn jetzt außer dem normalen Touristenvisum? Wenn ich jetzt als Tourist kommen würde, wie lange darf ich in Albanien erstmal bleiben? 90 Tage oder? Wenn man als Tourist kommt, man darf 90 Tagen innerhalb 6 Monate bleiben. Also in allgemein kann man 180 Tage im Jahr. Okay. Wenn das nicht respektiert ist, man kann an der Grenze, bei der Grenzkontrolle, wenn man Albanien verlässt, Bußgeld erhalten. Wenn diese Zeit mehr als einen Monat überschritten worden ist, das Bußgeld, was der Ausländer, also in diesem Fall bekommt, ist 1.000 Euro. Wenn es weniger als ein Monat ist, dann kann das zwischen 200 und 300 Euro sein. Das ist nach dem Gesetz für Ausländer. Normalerweise, wenn ein Ausländer in Albanien kommt, es gibt verschiedene Visa-Kategorien, die man erhalten kann. Die Visa-Kategorien sind Type C-Visa und Type D-Visa. Kategorie C und D. Kategorie C ist für Visa, solche Visa kann erworben werden, wenn man weniger als 90 Tage in 180 Tagen bleiben muss. Deshalb, das ist nicht für deutsche oder europäische Staatsbürger. Das gilt für Staatsbürger von anderen Ländern, Mhm. wo man keine Visafreiheit hat. Wenn ein Ausländer mehr als 180 Tage bleiben möchte, dann für solche Aufenthalte gelten die Bestimmungen von Type D, Visa, Kategorie D. Kategorie D Visa bekommt man für Arbeit. Da muss man einen Arbeitsvertrag von einem albanischen Unternehmen oder ein Arbeitsangebot haben, bekommt man für Investition. Es gibt ja ein Mindeststammkapital für die Investition, aber muss klar sozusagen ein Businessplan geschrieben werden. Und drittens kann man für Commercial Activities, wenn zum Beispiel verschiedene Geschäftsleute in Albanien mit einem anderen albanischen Unternehmen eine Unternehmensverbindung oder eine Partnerität haben möchten, möchten, dann kann sie diese Visa erwerben. Aber einer der Punkte für die Personen aus der Europäischen Union, inklusive Deutschland, wenn sie ein Haus hier erwerben, ein Appartement, ein Grundstück, kann sie ein Visa bekommen, um dieses Grundstück, dieses Haus zu genießen. Albanien hat keine Limitation, keine Grenzen für einen Ausländer, ein Apartment, ein Haus zu erwerben, sind nur die landwirtschaftliche Nutzfläche, die nur von Albanien gekauft können, aber alle anderen Fläche und Eigentum können auch von Ausländern erworben werden. Sie haben gleiche rechtliche Schutz vorgesetzt wie albanische Staatsbürger. Wenn man ein Apartment, eine Wohnung in Albanien erworben hat, dann kann man auf jeden Fall ein Visa bekommen. Diese sind sozusagen auch, wenn wir Mandanten für den Erwerb von einer Wohnung haben, wir haben die auch sozusagen ein Visa also bei der Visa-Abgabe unterstützt. Da habe ich noch eine Frage, und zwar, um das Visum zu bekommen, ist das dann auch das Visa D, das D-Visum, oder ist das dann nochmal ein anderes Visum, wenn ich jetzt investiere? Das ist der Visum. Auch D-Visum, so. Und wenn ich jetzt in Albanien also ein Grundstück oder ein Appartement kaufe, um ein D-Visum zu bekommen, gibt es da eine Vorschrift, eine Mindestinvestitionshöhe, oder ist es egal? Ist es egal. Also, solange man ein Grundstück in Albanien bekommen hat. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Eigentumswohnung irgendwo ländlich kauft, was weiß ich, für 10, 20, 30.000 Euro, dann reicht es schon, um das D-Visum zu bekommen. Ist das richtig? Genau, dann reicht es, das Visum zu bekommen. Man muss nur beweisen, dass er ein Grundstück in Albanien rechtlich erworben hat, dass das Grundstück in der Grundstückregister gemeldet worden ist. Und dann kann man auf jeden Fall ein Visum bekommen.
Und interessant. Und das Visum, wie lange ist das befristet? Auf ein Jahr oder ist das auf mehrere Jahre befristet? Das Visum ist auf ein Jahr befristet und das muss verlängert werden. Jedes Jahr für 3 Jahre. Nach 3 Jahren kann man einen unbefristeten Aufenthaltstitel bekommen. Man muss unterscheiden zwischen Visum und Aufenthaltstitel. Also kommt immer ein Visum am Anfang und dann ein Aufenthaltstitel. Jetzt hat die Regierung eine Änderung gemacht. Das ist Unique Residence Permit, also einheitliche Aufenthaltstitel. Und da bekommt man Visa und Aufenthaltstitel in der gleichen Zeit, wenn man ein paar Voraussetzungen erfüllt. Aber ein davon ist, wenn man ein Grundstück in Albanien hat, ein Eigentum, dann kann man auf jeden Fall eine einheitliche Aufenthaltstitel bekommen. Aber immer für ein Jahr, für die ersten 3 Jahre, und dann kann man eine unbefristete Titel. Und muss man jetzt, nehmen wir mal an, jemand hätte jetzt so ein Visum, jemand würde jetzt ein Grundstück kaufen, so in Albanien, hätte jetzt dieses Visum, muss er dann, um das Visum verlängern zu können, eine Mindestzeit sich im Land aufhalten oder ist es egal? Er hat das Visum, kommt vielleicht einmal nur gucken, ist ein paar Tage mal in Tirana, geht wieder, aber er kriegt das Visum dann trotzdem im 2., 3. Jahr wieder. Das ist eine Instruction, also das ist nicht vorgesehen, sondern von einer Instruction der ausländischen Ministerium, dass man muss mindestens einmal pro 6 Monaten in Albanien kommen, um das die Gültigkeit der Visum zu behalten. Verstehe, okay. Das wird einfach nachgewiesen mit einem Ticket und bei Grenzkontrolle, weil es eben eine Grenzkontrolle für Ausländer in Albanien, weil nicht Teil der Europäischen Union. Es gibt keine offenen Grenzen sozusagen. Interessant. In Teamsystem, also das System, was die Migrationsstelle benutzt für Gültigkeit. Interessant. Jetzt, wie sind denn die Regeln in Albanien? Also ich weiß, in Montenegro wird das zum Beispiel sehr, sehr entspannt gehandhabt. Und wie ist es in Albanien jetzt, wenn ich da zum Beispiel mit meinem Fahrzeug komme? Also in vielen Ländern ist ja so, dass man ein Fahrzeug aus einem anderen Land dann nur eine bestimmte Anzahl von Monaten oder es den Führerschein nur eine Anzahl von Monaten im Prinzip behalten darf. Dann muss man bei den Behörden umtauschen. Wie ist es jetzt, wenn jetzt ein Deutscher zum Beispiel mit einem Fahrzeug nach Albanien kommt und dort halt dann längere Zeit sich aufhält, wohnt da in Albanien? Also normalerweise, wenn man von außerhalb Grenzen kommt mit einem Fahrzeug nach Albanien, muss man am Anfang auf jeden Fall eine Versicherung abschließen. Und in der Versicherung bekommt man eine Erlaubnis, dieses Fahrzeug in Albanien fahren zu dürfen. Und das Erlaubnis, je nach Preis, kann 15 Tagen sein, 3 Monaten, kann aber auch bis einem Jahr. Wenn man mehr als einem Jahr in Albanien bleibt, muss man die ausländischen Kennzeichen ändern und albanische Kennzeichen für das Auto haben. Da muss man bei der Transportstelle in der jeweiligen Städte, wo man lebt, gehen und da muss man die Prozeduren machen. Den Antrag, albanische Kennzeichen zu haben und dann muss man eine richtige TÜV-Prüfung für das Auto durchführen und natürlich auch die richtige Versicherung für das Auto in Albanien. In einigen Fällen, es gibt auch eine Luxussteuer für Autos, die mehr als 3000 Kubiken haben. Da gibt es eine Luxussteuer von 160 Euro pro Jahr, die man bezahlen muss. Wie viel nochmal bitte? 160? 160 Euro pro Jahr. Ja, das ist ja noch ein sehr fairer Preis, wenn man da zum Beispiel, wenn man das mit der Türkei vergleicht, was da teilweise 200% des Neuwertes ist, dann ist das auf alle Fälle zu verschmerzen. Klingt interessant. Jetzt wäre das also das Thema Aufenthalt. Okay. Gibt es eigentlich sowas wie ein digitales Nomadenvisum auch in Albanien? Das wurde zuletzt ausgeführt, weil es gibt viele digitale Nomaden, die in Albanien kommen, die Arbeit von Albanien aus durchführen. Und das haben wir implementiert, angewandt in Albanien für die digitale Nomadenvisa. Man braucht vorzulegen, für welche Unternehmen man arbeitet, ob diese Arbeit von Homeoffice, also remote gemacht werden kann. Und sein Konto, Informationen für die letzten 12 Monate vorzulegen
natürlich Reisepass und Bewerbungsbogen und dann das reicht, um ein Visum zu bekommen für die ersten 12 Monate in Albanien. Der digitale Nomad wird steuerfrei in Albanien leben und nach ersten 12 Monaten muss man Steuern in Albanien leben, weil es sei so, dass die Arbeit würde von Albanien aus durchgeführt und deshalb man ist steuerpflichtig in Albanien. Und wie lange kann man dann das digitale Nomadenvisum verlängern? Also ich komme jetzt ein Jahr mit dem digitalen Nomadenvisum und jetzt hast du gesagt, kann man es verlängern, du musst dann das für Steuern bezahlen. Also wie lange kann man es dann verlängern? Für Visa D, also Kategorie D Visa, gelten die gleichen Regeln. Also man kann sozusagen jedes Jahr das Visum verlängern. Nach dritten Jahr kann man ein unbefristetes Visum beantragen. Okay. Aber hinsichtlich Steueranfragen, es gibt Unterschiede. In diesem Fall, erste 12 Monate braucht man keine Steuern zu bezahlen, und 12 Monate muss man Steuern bezahlen. Interessant. Okay, jetzt hast du schon ein paar Mal das Wort Steuern jetzt in den Mund genommen. Wir müssen jetzt über Steuern sprechen, ganz einfach, weil das interessiert ja jetzt viele. Also wenn ich jetzt in Albanien meinen Wohnsitz habe, vermute ich, werde ich auch in Albanien, wie in den meisten anderen Ländern auch, bei einer Ansässigkeit mehr als 183 Tage pro Jahr steuerpflichtig. Wie und wann werde ich in Albanien steuerpflichtig? Und dann müssen wir natürlich über die Steuern sprechen. Aber zuerst mal die Frage, ab wann bin ich steuerpflichtig in Albanien? Ist das gleiche. Wenn man sozusagen mehr als 183 Tage in Albanien wohnt, man ist das dann steuerpflichtig. Muss ein Tax Identification, also eine Steuernummer haben und ist verpflichtet, Steuern zu bezahlen. Es gibt Fälle, wenn Mitarbeiter mit einem Sendungsvertrag nach Albanien geschickt worden ist und sie bezahlen die Steuern in ihr Herkunftsland. Da muss man auf jeden Fall eine Steuerbefreiung von Albanien haben und beantragen. Dann braucht man für 2 Jahre keine Steuer bezahlen, aber nach 2 Jahren mit einem Sendungsvertrag. Das Gesetz in Albanien erlaubt nicht, mehr als 2 Jahre einen Sendungsvertrag zu haben. In dieser Hinsicht ist man dann gezwungen, die Steuern in Albanien zu bezahlen nach dem Gesetz. Und, aber diese Regel 183 Tage im Jahr gilt für Albanien. Okay, so. Jetzt müssen wir die 2 Fälle besprechen. Das erste wäre jetzt, was wir vor uns hatten, zum Beispiel, ich bin digital Nomade. Im ersten Jahr bin ich steuerfrei, aber im zweiten, dritten, vierten, fünften Jahr lebe ich weiterhin in Albanien, dann mit dem D-Visum. Aber ich beziehe meine Einkunft aus einer Arbeit irgendwo aus dem Ausland. Das heißt, da muss ja irgendwie eine Versteuerung des Einkommens stattfinden, beziehungsweise ich gründe eine Firma beispielsweise. Was erwarten mich da für Steuern? Beginnen wir vielleicht erstmal bei den Einkommenssteuern, die ich jetzt erziele, wenn ich zum Beispiel aus dem Ausland ausländische Erträge bekomme. Was erwartet mich da von Steuersatz? Also für Einkommensteuer in Albanien, es gibt ein progressives Steuersystem. Von 0 bis 500 Euro, das ist 0% Steuern. Ich spreche in Einkommen pro Monat. Also 6.000 pro Jahr beispielsweise ist steuerfrei. Und von 400 Euro, nicht 500 Euro, von 400 Euro bis 2.000 Euro, das ist 13% Steuern. Und von mehr als 2.000 Euro, das ist 23% Einkommensteuer, plus 220 Euro dazu, das ist eine, wie sagt man, Pauschalbetrag, die kalkuliert wird. Normalerweise, wenn ausländische Mitarbeiter in Albanien kommen, und wir müssen unterscheiden zwischen ausländischen Mitarbeitern, die innerhalb gleicher Unternehmen kommen, also Intercompany Immigration, oder ausländische Mitarbeiter, die von einem Unternehmen, die keinen Sitz in Albanien hat. Und ausländische Mitarbeiter, die innerhalb eines Intercompany-Versendung kommen, dann interessiert in viele Mitarbeiter in Albanien besteuert zu sein, weil die Steuern sind niedriger als in anderen Ländern. Für ausländische Mitarbeiter, in dem Fall von einem Digital Nomad, die das Unternehmen Sitz in Deutschland hat oder in den USA, es gibt keine Möglichkeit, sozusagen als Mitarbeiter für das Unternehmen in Albanien
qualifiziert zu sein. In solchen Fällen, Sie müssen sozusagen ein Steuernummer in Albanien haben, hier registrieren lassen in der Form von einem Unternehmen oder einem Sole Entrepreneur, also ein Geschäftsmann, und dann sozusagen kein Gehalt zu bekommen, sondern ein Profit, also von in dieser Form ihres Geld zu bekommen. Wir haben Fälle von Mitarbeitern, die von den Muttergesellschaften Albanien zu einer Tochtergesellschaft geschickt wurden. Sie waren Management-Staff, die für das Training in Albanien notwendig sind. In all unseren Fällen, die wir beraten haben, die Leute, die Mandanten haben gewählt, in Albanien gesteuert zu sein, weil die Steuern sind niedriger als in Deutschland. Aber in anderen Fällen, wenn Leute hier kommen zu leben als Digital Nomads, unser Mandant würde von uns immer beraten, ein Unternehmen zu gründen in der Form von einer GmbH oder in der Form von einem Geschäftsmann, was das Gesetz erlaubt, und dann eine Vereinbarung mit ihrem Unternehmen zu haben, dass das Gehalt wird nicht mehr in der Form von Gehalt bezahlt, sondern in der Form von Services. Also man schreibt eine Rechnung dann, okay. Und wie hoch sind dann die Steuern fürs Unternehmen? Wenn man so agiert, wenn man eine GmbH in Albanien gründet, die Profitsteuer, also Corporate Tax in Albanien, ist 15% von 0 Euro bis 140.000 Euro. Das ist 0%. Jedes Einkommen mehr als 140.000 Euro wird mit 15% kalkuliert. Okay. Und ich muss das dann nicht nochmal als Einkommen versteuern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Albanien wohne und habe eine Firma und die Firma hätte 140.000 Euro pro Jahr Gewinn, dann könnte ich die 140.000 Euro mir als Dividende sozusagen ausschütten und hätte keine Steuern dafür zu bezahlen. Und hätte ich zum Beispiel 240.000, dann würde ich für 100.000 Euro dann wie viel waren es? 15%? 15% plus die Dividenden sind 8%. So in solcher Fälle würde das genau 23% sein. Also muss ich generell 23% bezahlen oder muss ich für die ersten 140.000 8% bezahlen dann? Das ist generell. Weil das ist nicht für Profits, sondern das ist für alles, was in Albanien sozusagen als Gross Profit kommt und nicht als Net Profit. Okay, aber jetzt nochmal, also trotzdem nochmal zurück. Nehmen wir mal an, das Unternehmen, ich schreibe für 140.000 Euro Rechnung an meinen Auftraggeber in die USA. Und ich entnehme jetzt das Geld, die 140.000 Euro, und überweise es auf mein privates Konto. Welche Steuern fallen jetzt an? 8%. 8% Dividendenausschüttungssteuer, richtig? Okay, verstehe. Dividenden überweisen. Okay, verstehe. Aber wenn man 140.001 Euro Rechnung gestellt hat, muss man außer 8% als Dividenden 15% für das ganze Betrag an der Steuer zahlen. Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, weil ich habe das schon vermutet. Okay, verstehe. Alles klar. Okay, aber gut zu wissen. Also die Maximalsteuer ist dann ebenfalls wieder 23, entspricht natürlich dann aber, wenn jemand über 140.000 hat, wiederum dem gleichen, als würde ich generell mein Einkommen zu versteuern, weil da waren sie auch die 23% dann. Höchststeuer. Nein, das ist progressiv, weil da muss ich nicht, wie jetzt hier im Fall der Firma, hast du gesagt, zählt die Steuer dann für den Gesamtbetrag, während ich aber im Einkommen das nicht hätte. Weil da habe ich ja die progressive, da habe ich ja im Prinzip immer die Freibeträge vorher. Ist das richtig? Genau. Da ist progressiv, und für das Betrag von 0 bis 400 Euro muss keine Steuer bezahlt, und dann von mehr als 400 Euro müssen Steuer bezahlt. Aber wenn man sozusagen, das ist nur für diesen Betrag von 0 bis 400 Euro. Für jeden Betrag, wenn man mehr als 2.000 Euro verdient, dann wird man nicht 13% von 400 Euro bis 2.000 Euro, sondern wird man 23% für das ganze Betrag über 400 Euro bezahlen. Verstehe. Wie sieht es denn jetzt so mit Kosten aus für Sozialversicherung? Also wenn ich jetzt selbst eine Firma anmelde, zum Beispiel mich als Freiberufler, wie du sagst, Geschäftsmann, also als
als Einzelunternehmer anmelden würde oder als GmbH. Was kommen denn jetzt für Sozialversicherungskosten noch auf die Person zu? Also es gibt eine obligatorische Kosten, die der Arbeitgeber bezahlen soll. Das ist Sozialversicherung und auch die obligatorische Gesundheitsversicherung, die Arbeitgeber bezahlen soll. Und das ist für Sozialversicherung 15% des Bruttogehalts von den Arbeitgeber und für Gesundheitsversicherung, das ist 1,7% von Arbeitgeber. Und von Arbeitnehmer, der Arbeitnehmer bezahlt 9,5% Sozialversicherung von seinem Bruttogehalt und 1,7% Gesundheitsversicherung. Und da gibt es ja keinen Unterschied, ob man 400 Euro, 500 Euro verdient oder 2000 Euro. Das ist flat. Das ist gleich für Gehaltskategorien. Okay, wie ist das jetzt aber, wenn ich digitaler Nomade bin oder B, wenn ich mir nur Dividenden ausschütte? Genau. Für die Dividenden, normalerweise als digitale Nomaden, wenn man nur Dividenden, man muss hier eine Versicherung haben. Da braucht man für solche Fälle eine private Versicherung zu schließen. Eine private Versicherung pro Monat kann in Albanien zwischen 50 bis 250 Euro oder vielleicht auch 300 Euro sein. Es hängt davon ab, welche Leistungen man von der Versicherung haben möchte. Und die Dividenden dann, wenn man 8% bezahlt hat, muss man sozusagen für die Dividenden nichts bezahlen. Aber es gibt eine Bestimmung, dass wenn man ein Unternehmen, ein GmbH hat, ist es notwendig, also obligatorisch, ein Geschäftsführer zu haben. Und ein Geschäftsführer zu haben, bedeutet das für den Geschäftsführer, auch wenn du selbst als Shareholder, als Besitzer, die selbst als Geschäftsführer gesetzt hast, muss man mindestens einen Mindestlohn haben, was momentan ist 400 Euro in Albanien. Und für diesen Mindestlohn müssen die Sozialversicherungen bezahlt werden. Okay, also der Freiberufler oder Geschäftsführer würde dann sagen, wir einen Mindestlohn mindestens, oder für die Höhe des Mindestlohns mindestens diese prozentualen. Genau, von 400 Euro. Okay. Ja, ist dann ja günstiger als für 250 oder 300 Euro eine Krankenversicherung zu schließen, ist das ja dann der günstigere. Genau. In jedem Fall. Ne? Genau. Wie sieht es denn generell so mit Lebenskosten aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt so ich sage mal, eine Familie vielleicht mit 2 Kindern oder sagen wir mal eine Familie mit einem Kind. Was muss sie so ungefähr von Wohnungskosten rechnen und Lebenskosten pro Monat? Ja, das ist relativ momentan auch bei nicht so günstig. Also insbesondere in einer Großstadt wie Tirana. Man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass man zwischen 400 bis 600 Euro eine gute Wohnung, also pro Monat eine gute Wohnung bezahlen kann. Und damit meine ich eine Wohnung mit mindestens 100 Quadratmeter und nicht weit weg von dem Zentrum ist. In anderen Städten wie Douros, wie Vlora, das kostet weniger. Das ist zwischen 250 und 400 Euro. Aber in Tirana kann man nicht mehr damit rechnen, dass eine Bewohnung unter 400 Euro pro Monat ist. Das ist der erste Punkt. Dann sind Elektrizität, Strom und Trinkwasser. Das ist zwischen einer normalen Familie mit 4 Personen verbraucht zwischen 40 bis 60 Euro pro Monat. Diese sind sozusagen Kosten, die man sowieso bezahlen soll. Es gibt keine Pflicht, eine Hausversicherung zu haben in Albanien. Es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach notwendig, weil in Albanien gibt es ab und zu auch Erdbeben, nicht oft, jedoch es gibt dieses Risiko. Aber die Hauptkosten sind nur Strom, Wasser und dann die Miete. Und das ist zwischen 450 und 650 Euro. Gut zu wissen. Und wie sieht es denn jetzt aus mit Schulbildung? Also die Mandanten, mit denen Sie jetzt zu tun haben, sind ja, also die Deutschsprachigen ganz speziell, was machen die denn mit Kindern oder kommt da niemand mit Kind? Also wenn ja, was machen Sie damit? Hier gibt es leider keine deutsche Schule momentan. Es gibt nur einen deutschen
Kindergarten, wo die Kinder geschickt sind. Es gibt viele, das weiß ich nicht nur von unseren Mandanten, weil ich habe meine Mandanten nicht nach ihren Kindern gefragt eigentlich. Wir versuchen sozusagen für jede Hinsicht dem Mandanten zu helfen und versuchen nicht nur ihre rechtliche Berater zu sein, sondern ihre Berater für das Leben in Albanien zu sein, um sie zu helfen. Aber ich habe Meetings gehabt, also mit Deutschen, die in der Botschaft arbeiten oder die in verschiedenen Unternehmen hier in Albanien arbeiten. Ich weiß, dass es gibt einen deutschen Kindergarten, es gibt keine deutsche Schule, aber es gibt englisch sprechende Schule und werden da geschickt, damit die Kinder studieren. Soweit ich weiß, es gibt jetzt ein Projekt, eine deutsche Schule, also deutsche internationale Schule zu geben, wie in verschiedenen Ländern ist und von Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit finanziert. Aber solche offizielle Schule gibt es noch nicht in Albanien. Ja, aber englischsprachige Schulen gibt es dann also offensichtlich ausreichend. Schön. Private Schule, die Kosten sind zwischen 80 und 120 Euro pro Monat. Und dann können die Kinder da studieren. 120 Euro pro Monat wäre dann wieder vergleichsweise günstig. Zumindest wenn man an Nachbarländer denkt, da kostet es wesentlich mehr. Zum Beispiel so eine internationale Schule. Es gibt auf jeden Fall auch dann öffentliche Schulen, aber wir sehen auch Albanisch und für ein ausländisches Kind Albanien sofort die Sprache zu lernen, ist nicht so einfach. Das ist überhaupt so eine Sache. Also die Frage ist einfach, also die deutschsprachigen Mandanten, die ihr da beratet, lernt da jemand Albanisch? Hat das schon mal jemand versucht? Wie leicht kann man als Deutscher denn die Sprache lernen? Es ist schon bekannt, dass Albanien nicht so eine einfache Sprache ist. Das erstens, und die Tatsache, dass fast jeder Albanien, mit dem ein Ausländer in Kontakt kommt, also der Junge als 40 Jahre alt ist, kann perfekt Englisch sprechen. Dann manchmal ist es nicht so sehr notwendig, die albanische Sprache zu lernen. Albanien ist bekannt für Gastfreundlichkeit. Wir haben so ein Spruchwort: Das Haus von einem Albaner gehört zum Gott und Gast. Überall, wo man gehen kann man Englisch sprechen, in ein in ein Einkaufszentrum, in einen Supermarkt, in ein Restaurant. Deshalb manchmal ist es ein Faktor, der beeinflusst, die Sprache zu lernen, wenn du die Sprache überhaupt nicht brauchst. Albanien ist auch nicht eine einfache Sprache, aber viele Ausländer, die hier kommen, das habe ich von vielen gehört, nicht nur Deutschen, sie sind fasziniert mit der Kultur in Albanien. Weil wenn man hier kommt, hat man überhaupt keine Erwartung. Und wenn man wohnt, versteht, dass es ist ein Land, das sehr lebendig ist und mit einer sehr schönen Kultur, mit alter Kultur. Das ist das Hauptfaktor, warum Ausländer die albanische Sprache lernen. Es ist eine sehr alte Sprache, auf jeden Fall, das ist ein Gut. Und natürlich auch für Geschäftsgründe. Wenn Geschäftsleute sozusagen nach Albanien kommen und investieren und ihr Geschäft ausweiten möchten, dann ist es notwendig, auch ein bisschen Albanisch zu lernen. Verständlich. Mit welchen Nachbarländern jetzt in der Region hat denn Albanien die besten Geschäftsbeziehungen? Wir haben sehr gute Geschäftsbeziehungen mit Italien und auch mit Griechenland, aber die Geschäftsbeziehung mit Griechenland, sozusagen Foreign Direct Investment von Griechenland, ist sehr, sehr niedrig momentan, weil wegen der Krise in Griechenland viele griechische Unternehmen sind zurückgetreten aus Albanien. Jedoch gibt es eine relativ große griechische Geschäftscommunity in Albanien. Mit Italien sehr große Beziehungen, Geschäftsbeziehungen und natürlich jetzt auch mit Kosovo. Kosovo sozusagen, wir sind einer der Hauptexportpartner von Kosovo und auch für Importpartner. Da Albanien sehr geostrategische Position hat auf dem Balkan-Halbinsel. Albanische Hafen, insbesondere Durrës, werden auch von unseren Nachbarn benutzt, von Nordmazedonien und von Kosovo. Es gibt jetzt für Kosovo wird in Nordalbanien ein Hafen gebaut, Shrijin,
also einstellen, die nur für Export, Import und Zollanfragen von Kosovo benutzt wird, aber auch von Nordmazedonien werden sozusagen die albanischen Hafen sehr benutzt, ihre Waren sozusagen im Ausland zu exportieren, zu importieren. Klasse. Schön, unsere Zeit ist zu Ende. War sehr interessant, trotzdem bis jetzt, was wir alles lernen konnten. Und wir dürfen ja bestimmt Ihre Kontaktdaten für alle Zuschauer und Zuhörer einblenden unten, damit jemand, der noch mehr Fragen hat, sich dann auch direkt an euch wenden kann und nachfragen kann. Eine Frage habe ich trotzdem noch zum Schluss, was so die kulinarischen Sachen betrifft. Was muss man unbedingt mal gegessen haben, wenn man in Albanien war? Wenn man in ein Restaurant geht, was muss ich bestellen? Albanien ist ein Land, die eine sehr reiche kulinarische Kultur hat. Wir sind von mediterranischer Küche beeinflusst, aber es gibt ein paar Gerichte, die nur in Albanien zu genießen sind. Und ein der Gerichte, die ich vorschlagen würde für alle die Zuschauer, die sehr gerne Fleisch essen, ist Tafel. Das ist sozusagen ein Auflauf mit Fleisch und mit verschiedenen Gemüse, die in Albanien gekocht wird und sehr, sehr kostlich ist und gut schmeckt. Für Veganer leider gibt es hier nicht so viel Auswahl und für Vegetarier natürlich, es gibt immer Salat. Okay, gut. Sehr schön. Also dann kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Vielen herzlichen Dank an ihn und wir sind immer offen. Ich möchte sagen, dass wir sind immer offen für Business mit ausländischen Investoren und mit deutschen Staatsbürgern. Wir sind hier zu beraten und zu unterstützen. Wir haben also unsere Kanzlei Oracle Solicitors Albania hat mehr als 8 deutsch sprechende Anwälte und wir beraten in alle Gebiete des Businessrechts und auch für Individuen. Und natürlich immer gerne, wenn Sie auch Fragen haben oder bei einer Person möchten, wir sind hier, Mandanten zu unterstützen. Perfekt. Alles klar. Dann vielen herzlichen Dank. Danke. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.